seid gegrüßt. Außerhalb meiner Urlaubsvideos, die ich mit Ulla und Mia drehe, wollte ich diesmal nochmal ein Video drehen, weil ich habe in der Vergangenheit schon mal eins gedreht von den Javelin Barracks. Die Javelin Barracks, die gibt es in Elmpt und vor etlichen Jahren sind die Briten abgezogen aus Elmpt und man baut da jetzt einen neuen Javelin Park. Javelin Barracks ist die alte Militärkaserne in Elmpt, ein schönes kleines Städtchen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch sehr interessant sein könnte für unsere englischen Freunde. Aber auch jeden, der so den Fortschritt sehen möchte in den Javelin Barracks. Ich bin nämlich diesmal mit einer Drohne zugange, da sieht man schon relativ viel und das ist der aktuelle Stand. Warum ich das so mache, ist, ich möchte mal ausprobieren, ob da Interesse besteht, wie weit der Fortschritt ist. Ich werde dieses Video in eine Playliste eingeben. Ja, und wenn das Ganze fruchtet bezüglich, dass Leute sind, denen das interessiert, ja, dann würde ich hier und da schon mal ein weiteres Video eingeben. Es können auch Wünsche geäußert werden und dann werden wir mal schauen, ob wir das machen. Also vielleicht ist es interessant, kann aber auch sein, dass das Video gar nicht so gefragt ist. Lasst es mich einfach wissen, schreibt es in den Kommentaren und ich schneide es jetzt mal zusammen. Ich setze jetzt mal bei YouTube rein und dann schauen wir einfach mal. Ich hoffe, ihr interessiert euch. Lieben Dank, ich lege los. Bis dahin. Hinter uns ist die Abfahrt der Autobahn und wir fahren Richtung Haupttor von den Javelin Barracks. Was übrigens Speerwurfkaserne heißt. In der Ausfahrt dann gucken wir gleich hoch, da seht ihr schon, da fehlen jede Menge Häuser. Hier die Werbetafel mit Raute, da könnt ihr eventuell mit dem Handy mal sehen im Internet, was da so los ist. Benannt wird das Ganze dann Javelin Park, was so viel dann heißt wie Speerpark. Wenigstens wird das alte Objekt geehrt. Ja, und jetzt vorsichtig, jetzt haben wir Lebensgefahr. Hier seht ihr noch vereinzelt ein paar Häuser, da waren aber schon Vandalen drin. Wo diese Häuser jetzt genau stehen, das seht ihr jetzt gleich von oben. Wer sich auskennt, der weiß es. Hier stehen vereinzelte Häuser, die sind nur ganz okay, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die stehen lassen. Also laut diesem Plan da von Javelin Park denke ich wahrscheinlich nicht. Ja, ich war es dann satt, immer den Zaun entlang zu stiefeln und habe dann einfach diese Aufnahme gemacht, so wie seinerzeit mit dem Fahrrad in Richtung Niederlande. Heißt, wir haben das Haupttor gerade im Rücken. Ich vermute, hier links die Häuser werden auch alle abgerissen. Zumindest laut auf dem Foto von diesem Plan da. Achtung, hier seht ihr jetzt den Kiefernweg. Wie ihr seht, alle Häuser schon bereits weg. So wie hier die Häuser hinter dem Turm auch. Alle weg. Hier sieht man jetzt den ehemaligen Sportplatz. Die alte wie die neue Turnhalle, die stehen noch. Und hier Tor 1, verrammelt und verriegelt. Hier auf der linken Seite hinter den Bäumen, da seht ihr jetzt riesengroße Schutthaufen. Es ist stark anzunehmen, dass das die Häuser sind. Oder mal waren. Geschreddert. Macht ja auch Sinn. Für Pflastersteine ist das ein Top-Unterbau. Der Golfclub, der besteht noch und wird das wohl auch weiterhin. Wie ihr wisst, sind die früher durch die Haupteinfahrt gefahren. Das tun die jetzt nicht mehr. Die haben jetzt eine separate Einfahrt bekommen. Da fahren wir jetzt drauf zu. Ich zeige es ja euch.
So, jetzt ein bisschen langsamer. Auf der linken Seite kommt diese. Klasse gemacht, oder? Ganz schön vornehm. Der Ordnung halber biege ich jetzt links ab, aber die ganze Strecke ist so unspektakulär. Ich zeige euch nur hinten die Ecke. Da habe ich dann wieder gedreht und bin wieder zurück. Hier das Ende Richtung Holland-Seite. Hier bereits wieder zurück an Tor 1. Das wollte ich euch mal genauer zeigen. Dahinter sieht man noch die Turnhalle. Wer hier seinen Dienst geschoben hat, den stehen jetzt wahrscheinlich auch die Tränen in den Augen. Bevor es jetzt in die Lüfte geht, nochmal am Haupttor vorbei. Hier die Luftaufnahmen Mitte Februar 25. Hier seht ihr den Turm von dem alten Dieselkraftwerk. Die Gebäude ringsherum sowie die Kantine stehen noch. Hier ganz hinten im Hintergrund, da seht ihr die Häuser, wo wir gerade waren. Und linke Hand ist dann die Haupteinfahrt. Und dann seht ihr die Autobahn. Hier von oben die angehäuften Schuttberge. Schwimmbad und Häuser sind schon den Erdboden gleich gemacht. Hier nochmal das Kraftwerk. Leider stehen die Bäume davor, man sieht es nicht genauer. Da stehen noch Häuser auf jeden Fall. Jetzt nochmal ein paar Aufnahmen von der anderen Seite. Hier fehlen schon die ein oder andere Baracke. Was ihr da im Hintergrund hört, ist der Bagger. Den seht ihr gleich. Was ich jetzt noch nicht weiß, ist, ob das alte Munitionslager noch steht. Das waren richtig dicke, fette Betonwände. Ich war da mal drin. Bei dem Betrachten der Videos jetzt im Nachhinein, ich weiß jetzt nicht, ob ich drüber geflogen bin oder ob das Ding noch steht. Also mich interessiert's. Ich muss noch mal hin. Gerade darauf zu wieder Schutthaufen, aber ich mache mal einen ruhigen Überflug. In der Ferne könnt ihr Holland, Roermond sehen. Hier muss doch irgendwo das Munitionslager gestanden haben, oder?
Oder fliege ich immer dran vorbei und das ist rechte Hand? Was meint ihr? Schreibt mir bitte. Ja, und hier sieht man's. Stück für Stück knabbern sich hier die Bagger durch. Alles weg. Weiter geht's auf dem Lande und zwar auf der Straße und ich fahre jetzt mit dem Auto die Hauptstraße runter Richtung Marktplatz. Das mache ich tatsächlich eher für unsere englischen Freunde. Hier der Ortseingang, Elmt. Linke Hand die Tankstelle. Sorry Leute, ich spule ein bisschen vor, sonst wird das so langweilig. Jetzt kommt dreifache Geschwindigkeit. Wer mag, der kann ja das Video stoppen. Bevor seinerzeit die A52 durchgezogen wurde bis nach Holland, wurde hier die Straße sehr stark befahren. Große LKWs, 40 Tonner, alles ist hier drüber gebrettert. Das war noch zu den Zeiten, als die Engländer hier waren und ihr Engländer, ihr werdet euch bestimmt noch daran erinnern. Rechte Hand kommt die ehemalige Bank. Die ist nicht mehr da dran. Kennt ihr auch. An diverse Läden und Fressbuden vorbei. Und dann biegen wir links ab Richtung Rathaus und Marktplatz. Der Marktplatz kommt jetzt auf der linken Seite. Die Banken und die Apotheke, die gibt's noch. Da ist er, der Marktplatz. Das Video neigt sich jetzt dem Ende zu. Ich hoffe nicht, dass das Ende jetzt zu langweilig war für euch. Auch das schreibt mir bitte in den Kommentaren. Ja, und dann werden wir mal sehen, wie das hier so ankommt. Lieben Dank. Bis dann. Ciao.